das ist einfach eine Bereicherung, ein Zusatzmodul zum normalen Unterricht, weil wir jetzt einfach wirklich auch Leute unterrichten können, die vorher nicht wussten, ob es zeitlich in ihren Lebensplan reinpasst. Stau, Arbeit, wie auch immer. Das ist natürlich jetzt so viel flexibler, alles zu gestalten. Also wir bieten ganz bewusst den Hybridunterricht an, weil wir einfach sagen, jeder Schüler, der jetzt bei uns im Unterricht ist, hat das Recht, mal online zu nehmen, mal in Präsenz zu kommen. Natürlich teilt sich das so ein bisschen. Es gibt natürlich auch welche von weiter weg. Ja. Wir haben mittlerweile ganz Deutschland so ein bisschen im Fokus. Und ja, das ist natürlich mit sowas super einfach möglich. Mein Interviewgast ist der Gitarrist Markus Feiss. Er ist Gründer und Leiter der Blue Note Music School, an der er auch Gitarre, E-Bass und Bandworkshops unterrichtet. Er ist Absolvent des Münchner Gitarreninstituts MGI und hat E-Bass studiert an der Bundesakademie in Trossingen. Er spielte unter anderem bei den Munich Nylon Players, eher klassisch, Tommy Reeve, Rock und Pop, aber auch bei diversen Funk- und Soul-Bands und wirkte bereits an verschiedenen Musical-Produktionen mit. Ich habe ihn aber vor allem über seine Erfahrungen als Musikschulleiter mit dem Umstieg auf den Online-Unterricht ausgefragt, über die Herausforderungen und Vorteile, die dadurch entstanden sind und wie weiterhin die Musikschule von dem Unterrichtsangebot und der Verknüpfung von Online- und Präsenzunterricht profitiert. Hallo Markus und danke, dass du dir Zeit nimmst für dieses Interview. Ich freue mich sehr, dich hier auf dem Kanal begrüßen zu dürfen. Ja, sehr gerne. Hallo. Du bist der Gründer und der Leiter von der Blue Note Music School in Dachau und Aichach. Habt ihr ja die Standorte, das ist in der Nähe von München. Du unterrichtest aber auch E-Gitarre und E-Bass, Gitarre, Ukulele und machst auch Bandworkshops, habe ich gelesen. Ich bin aber jetzt noch sehr viel mehr neugierig, ähm, dich als Schulleiter auszufragen, was einfach für euch der, ja, unabhängig von der Pandemie, der ausschlaggebende Punkt war, warum ihr Unterricht in Präsenz, aber auch online anbietet. Was sind da die Vorteile? Also generell ist es ja so, wir waren ja einfach darauf angewiesen, durch die ganze Lockdown-Geschichte, dass wir einfach möglichst schnell in den Online-Unterricht wechseln. Ähm, und haben natürlich das dann eben auch so als Start hergenommen, uns mit der Technologie intensiver zu beschäftigen und haben damals schon gesagt, Mensch, das wäre doch was, was man langfristig vielleicht auch irgendwie nach der Pandemie irgendwie anwenden könnte. Genau, und so sind wir an die ganze Sache rangegangen. Was ist von deiner Seite als Schulleiter der Vorteil für so ein Unterrichtsangebot? Hast du da nicht Angst, dass dann die Schüler sagen, ja, dann komme ich erst recht nicht in die Schule, ist ja viel gemütlicher von zu Hause aus? Nein, also generell ist es so, das ist einfach eine Bereicherung, ein Zusatzmodul zum normalen Unterricht, weil wir jetzt einfach wirklich auch Leute unterrichten können, die vorher nicht wussten, ob es zeitlich in ihren Lebensplan reinpasst. Stau, Arbeit, wie auch immer. Das ist natürlich jetzt so viel flexibler, alles zu gestalten. Also wir bieten ganz bewusst den Hybridunterricht an, weil wir einfach sagen, jeder Schüler, der jetzt bei uns im Unterricht ist, hat das Recht, mal online zu nehmen, mal in Präsenz zu kommen. Natürlich teilt sich das so ein bisschen. Es gibt natürlich auch welche von weiter weg. Ja. Wir haben mittlerweile ganz Deutschland so ein bisschen im Fokus. Ähm, und ja, das ist natürlich mit sowas super einfach möglich. Du machst es ja nicht nur für die elektronischen Instrumente, sondern ihr bietet ja auch Unterricht für akustische Instrumente an und es funktioniert genauso gut mit dem Online-Unterricht. Ja, das ist überhaupt gar kein Problem mittlerweile mehr. Also wir sind ausgerüstet ähm, ja, mit Bildschirmen und mit Kamera und Mikros in den Unterrichtsräumen. Und so ist es auch für Geigenspieler oder für Saxophonisten überhaupt gar kein Problem, da wirklich professionellen Unterricht einfach zu geben. Ja. Was denkst du generell zu digitalen Lernhilfen für den Musikunterricht? Wie können Schüler davon profitieren, aber auch Lehrer? Also generell denke ich, dass digitale Lernhilfen den Unterricht einfach qualitativ hochwertiger machen und wirklich als Bereicherung da sind. Ja. Es ist bei vielen Schülern und Lehrern einfach noch so ein schwarzer Vorhang ein bisschen. Aber ja, ich sag mal, man muss diese ganze, alles was jetzt so in den letzten paar Jahren passiert ist, mit diesem ganzen Corona-Sachen, man muss da auch ein bisschen was Positives rausziehen. Ich sag mal, die Kontaktangst zu solchen Medien ist bei beiden Seiten nicht mehr so groß. Ja?
Und man kann da wirklich den Unterricht auf ein ganz anderes Niveau auch wieder bringen und bereichern. Also ich sehe das wirklich positiv. Also digitale Lernhilfen, muss ich ganz ehrlich sagen, sind wichtig und machen wirklich Sinn für beide Seiten einfach. Du kannst wahrscheinlich noch viel besser auch sagen, wie es ist, einfach auch Lehrer in dem Sinne auch zu unterstützen, die sich herausgefordert fühlen, einfach das auch zu nutzen. Wie seid ihr persönlich da rangegangen? Was habt ihr einfach für Angebote den Lehrern gegeben, das wirklich auch zu integrieren und nicht nur zur Verfügung zu stellen? Genau, also wir sind ganz schnell, also man muss es immer auf den Lockdown zurückführen, weil das war ja eigentlich so der Grund, warum er da eigentlich wirklich drauf angewiesen war. Wir haben einfach gleich mal Online-Lehrerkonferenzen gemacht, so im wöchentlichen Turnus und haben uns da im Team gegenseitig gefeatured und Wissen ausgetauscht und jeder hat mit verschiedenen Softwaretypen gearbeitet, ja. Und jeder hat geforscht und ich habe natürlich auch geschaut, was könnte man jetzt halt machen, damit wir das Ganze bündeln. Ja, dass nicht jeder irgendwie mit einer unterschiedlichen Videoplattform arbeitet, sondern dass man das wirklich irgendwie zusammenbringt. Genau, und da sind wir dann eben auf Dosoo gestoßen. Und ja, wir haben uns einfach gegenseitig wirklich viel gefeatured und geholfen und auch hardwaretechnisch da immer wieder mal drüber geredet, wie macht es der eine, wie macht es der andere und sind dann eben auf einfache Hardware-Lösungen gekommen, die einfach wirklich super funktionieren. Ja, ja, und so sind wir einfach an die ganze Sache rangegangen. Habt ihr irgendwelche Herausforderungen gehabt, auch auf der Seite von Schülern mit den Endgeräten? Wie seid ihr da an die Sache rangegangen? Weil da haben wir viele auch Sorgen, dass man sagt, oh, jetzt müssen die Schüler sich irgendwie teures Equipment kaufen oder was war deine Erfahrung? Funktioniert das auch mit simplen einfach Endgeräten? Also generell ist es so, dass wie es losging, hat es natürlich komplett an den Endgeräten erstmal gescheitert, sowohl auf Schüler- als auch auf Lehrerseite. Aber das ging relativ schnell, weil natürlich die Kunden, die Schüler, die zahlen ja auch was für den Unterricht und die wollen ja auch besser werden und weiterkommen, ja, und die investieren ja auch in ein Instrument. Und für uns war ganz klar die Ansage, bevor ihr jetzt die zweite oder dritte Gitarre kauft, überlegt mal, dieses Medium wird euch länger weiterverfolgen, wo wir euch nicht für den Unterricht einfach ein ordentliches Tablet. Das muss ja gar nicht so teuer sein. Ja? Also wir reden jetzt da nicht von mehreren tausend Euros, sondern für 200, 300 Euro irgendwie ein Tablet mit einer aktuellen Software drauf ist ja oft schon die Lösung des Geheimnisses, damit es einfach gut funktioniert. Ja? Ähm, von dem her, das ging relativ schnell, ja, dass die Schüler gut ausgerüstet sind. Das größere Problem ist einfach die Internetverbindung, also die ganze Infrastruktur. Also wir haben Ja. in Dachau jetzt hier nicht so das große Problem, weil wir hier im Speckgürtel von München sind, ja, aber in Aichach zum Beispiel, das ist eher ländlich. Ja, da ist natürlich die ganze Internetverbindungsgeschichte noch nicht so, wie man sich es vorstellt oder wie man es oft auch irgendwie aus Medien hört. Ach, schaltet doch um auf Online-Unterricht. Der Schlagzeuger, der irgendwo im Keller sein Schlagzeug hat, ja, ist einfach von der Internetwelt komplett abgeschlossen. Und das braucht natürlich dann erstmal, bis man da wieder auf beiden Seiten sich so orientiert, damit es auch dann wieder funktioniert. Aber ich Ja, sag das mal, die sind, Bereitschaft der Schüler ist natürlich riesig, weil die wollen natürlich weiterkommen. Also die haben jetzt kein Interesse, ja. da 2 Jahre lang Pause zu machen oder so. Also von dem her, Ja, das und hat es ist letztendlich schön, funktioniert. dass ihr das so schnell auch ermöglicht habt. Und natürlich kämpfen wir noch mit Herausforderungen, aber nicht nur wir im Musikunterricht, sondern generell. Das sind Probleme, die hoffentlich bald gelöst werden von anderen Seiten. Aber ich finde es toll, dass du sagst, also natürlich, für qualitativen Unterricht muss man vielleicht ein bisschen was investieren, aber es ist jetzt nicht, dass man Angst haben muss, Tausende von Euros. Also es gibt dann schon auch mit wenigen Mitteln dann einfach Möglichkeiten, die wirklich den Unterricht dann verbessern. Du unterrichtest ja auch Band-Workshops. Da gehe ich davon aus, dass es sehr viel Gruppenunterricht dann auch ist. Wie war da deine Erfahrung für Online-Unterricht jetzt als Lehrer für dich? Also das ist eine Herausforderung, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist schwierig. Ähm, Zumal natürlich das Gemeinschaftliche in einem Workshop, in einem Bandworkshop ja sehr weit oben steht in der Rangliste. Ja, also die Leute wollen sich ja irgendwie wöchentlich oder 14-tägig treffen. Also das Soziale ist ja da auch immer ein ganz wichtiges Dingens. Das Zusammenspielen ist schwierig. Ja. Das heißt, wir mussten natürlich auf Alternativlösungen zurückgreifen. Das heißt, wir haben halt irgendwie, oder ich habe Backing-Tracks
vorbereitet, die dann die Schüler bekommen haben. Haben sich selbst zu Hause aufgenommen, sie haben sich selbst gefilmt, wir haben es dann wieder zusammengeschnitten, so dass dann der Schein entsteht, als hätten sie zusammen gespielt, ja, was natürlich leider nicht möglich ist. Also ich sag mal, das war eigentlich, die ganzen Workshop-Geschichten, das war eigentlich mehr so ein Dingens, wir halten zusammen, wir schauen, dass wir da zusammen durchkommen, dass wenn der Lockdown, dass wenn diese Phase vorbei ist, keiner wusste, wie lange es dauert, alle dachten, das dauert nur kurz, ja, dass dann die Workshops, die Bands noch da sind und man sofort wieder weitermachen kann. Das war eigentlich immer so die Vision, ja. Einen richtigen Bandworkshop, wie man sich jetzt vorstellt, man geht im Proberaum und spielt zusammen und trinkt dann mal zwischendurch ein Bierchen oder redet ein bisschen. Ja, das kann man natürlich leider nicht bieten und das ist natürlich ein großer, ja, ein wichtiger Punkt einfach. Ja. Aber es funktioniert. Andererseits haben wir Online-Workshops angeboten, also nicht Bandworkshops, sondern so eine Art Masterclass-mäßig, ja, für Ukulele, für Gitarre, für Cajon. Und sowas funktioniert natürlich wunderbar. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Ja, es ist toll und dass du das sagst, dass einerseits natürlich muss man sich eingestehen, so eins zu eins kann nicht alles funktionieren, weil Präsenz ist natürlich nicht das gleiche wie online, aber es bietet dann trotzdem auch neue Möglichkeiten auszuprobieren und eben solche Workshops in der Gruppe, das ist super, weil da kann vielleicht nicht jeder dann anreisen und zur Teilnahme ist es dann doch natürlich auch für die Organisation sehr viel leichter, alles so in einen virtuellen Raum zu bekommen, anstatt in einen echten Raum. Das stimmt. Und aber trotzdem denke ich, ist eine Verbindung aufzubauen auch online möglich, bis zu einem gewissen Grad. Aber das Ideale ist wahrscheinlich wirklich diese Hybrid-Version, dass man sagt, okay, man sieht sich, aber ab und zu ist es dann doch online und beides, das Beste von beidem zu nutzen, ist, glaube ich, eine gute Lösung, wo wir vielleicht durch diese ganze Situation hinkommen. Ja, mit Sicherheit. Also ich sehe es wirklich als, also ich bin ein positiver Mensch und möchte es auch, möchte auch positiv rausgehen. Ja, gab viel, wo man sich darüber geärgert hat, aber grundsätzlich, sage ich mal, ziehen wir das jetzt dazu als Nährwert, dass wir sagen, es gibt jetzt diesen hybriden Unterricht. Ja, ähm, es gibt Leute, die wollen nicht raus von zu Hause, die wollen diesen Online-Unterricht. Ja. Wir haben Schüler, wie gesagt, aus Kiel, aus Berlin, aus wo auch immer, die sind bei uns, weil sie sich trotz der Entfernung mit dem Lehrer gut verstehen und super funktioniert, ja, und schätzen das. Und da funktioniert das natürlich. Ja. Ist aber natürlich ein anderer Kreis einfach. Also es gibt natürlich auch ältere Menschen, die mit dieser ganzen Technik nicht vertraut sind. Für die käme das nie in Frage. Die haben wir da auch durchgezogen, aber die möchten einfach herkommen. Die möchten einfach face-to-face, sei jetzt, und einfach mal da sitzen, auch mal ein bisschen ratschen. Also für uns ist es ganz klar so, dass wir sagen, Musikunterricht findet hybrid statt. Ja? Also das ist jetzt das neue Ding. Wir satteln nicht auf online, wir verteufeln das nicht und legen es wieder ab, sondern wir sagen ganz einfach, das ist Hybridunterricht, ja, und der Schüler, der Konsument, sage ich mal, oder der Lehrer auch, darf da entscheiden, wo da die Grenze ist, wie weit man da geht. Ja, das ist toll, dass du das so anbietest und dass du auch so offen bist und einfach das Beste aus der Situation gemacht hast. Und ja, ich hoffe, dass auch viele anderen Musikschulleiter dadurch auch angeregt werden, einfach zu sagen, okay, das ist jetzt einfach ein neues Zeitalter, eine neue Möglichkeit, neues Unterrichtsmodell und wir versuchen es einfach. Was wäre abschließend von dir, von deiner Seite aus, einfach für die Lehrer, die noch ein bisschen Bedenken haben, deine Tipps zum Online-Unterricht? Ich würde sagen, ihr müsst euch einfach rantrauen. Ja? Das Wort trauen, das ist tatsächlich, wenn man es dann mal macht, wird man merken, oh, es ist gar nicht so dramatisch. Ja? Man braucht wenig Vorbereitung, man braucht wenig Zusatzhardware, eigentlich alles, was man bisher hat. Jeder, der irgendwie ein Tablet, ein PC oder ein Handy hat, kann damit eigentlich schon starten. Ja? Und ich würde einfach sagen, ausprobieren. Also wenn man da wirklich locker rangeht, uns ausprobiert und sich vorher so ein bisschen befasst. Also ich sag mal, wenn man in die Online-Stunde reingeht als Schüler oder als Lehrer und ist nicht vorbereitet, dann wird es natürlich stressig. Ja, man muss natürlich schon ein paar Sachen beachten. Ja, wo kommt der Sound rein, wo kommt er wieder raus, ja, wo erscheint das Bild auf meinem Gerät. Aber ich sag mal, das ist ja alles kein Hexenwerk. Ja. Und wenn man sich damit so ein bisschen befasst, würde ich sagen, einfach ausprobieren und feststellen, dass es wirklich funktioniert und dann auch natürlich auch Spaß macht.
Ja, super. Ich wünsche dir und deinen Musikschulen weiterhin viel Erfolg und den Schülern viel Freude. Und natürlich hoffen wir, dass der Hybrid vorangeht, auch ohne Lockdown. Und dass wir einfach da weiterhin die Freude an der Musik teilen können. Danke dir, Markus, für die Zeit, die du dir genommen hast. Und alles Bitteschön. Gute. Jo, dir auch.